Reisende können Ziel oder Opfer von Diebstählen, Raubüberfällen, Einbrüchen oder sonstigen Delikten, wie auch Entführungen und Erpressungen werden. Die Hemmschwelle beim Gebrauch von Gewalt ist sehr niedrig. Der Besitz von Schuss und anderen Waffen ist weit verbreitet. Ja, das schreibt das Auswärtige Amt über El Salvador. Und das ist das, was wir in Deutschland auch mit El Salvador verbinden. Gewalt, Drogen, Kriminalität, hohe Mordraten etc. Wir waren jetzt zwar nur eine Woche lang hier, aber das entspricht nicht der Realität, die wir zumindest als Reisende wahrgenommen haben. Genau, damit wollen wir nicht leugnen, dass es vielleicht nicht gewisse Gefahren gibt, aber wir haben eben keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht, ganz im Gegenteil. Wir haben uns immer sicher gefühlt und wir haben sehr, sehr viele, sehr nette, offene, warmherzige Menschen kennengelernt. Ich glaube, man muss sich einfach vor Augen führen, dass natürlich der allergrößte Teil der Bevölkerung überhaupt nichts mit dieser Kriminalität zu tun hat. Und ja, wir sind sehr begeistert von El Salvador und wir hoffen, dass es in dem Video rüberkommt und ja, vielleicht den einen oder anderen auch überzeugen kann. Es ist Zeit für uns, Guatemala hinter uns zu lassen. Auch wenn der Abschied schwerfällt, geht es jetzt weiter nach El Salvador. Genau, das hatten wir eigentlich vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber wir haben einige Reisende getroffen, die echt Positives erzählt haben und wir müssen sozusagen sowieso durch El Salvador durchreisen, um dann nach Nicaragua zu unserem nächsten Reiseziel zu kommen und deswegen nehmen wir das jetzt mal mit. Wir fahren jetzt erstmal mit dem Shuttle nach Santa Ana, das soll eine der schöneren Städte in El Salvador sein und dann schauen wir mal, was wir genau vor Ort noch so machen. Wir haben es dann gestern noch nach einer recht langen und anstrengenden Anreise nach El Salvador geschafft. Dafür ging es an der Grenze aber umso schneller, als man braucht zum Einreisen nur einen Reisepass. Und wir hatten vorher gehört, dass man $5 an Gebühren zahlen muss. Das war jetzt bei uns gar nicht der Fall. Aber Dollar und Bitcoin sind hier offizielles Zahlungsmittel. Und wir sind jetzt erstmal 3 Nächte hier in Santa Ana und erkunden ein bisschen die Stadt. Wir haben uns jetzt Santa Ana ein bisschen angeschaut und wie in den meisten mittelamerikanischen Großstädten gibt es hier einen zentralen Platz, wo ja ein großer Park ist und viele wichtige Gebäude drumherum. Hier ist auf jeden Fall viel los. Wir haben Samstagabend, aber abgesehen davon ist es eigentlich relativ ruhig hier. Und was man hier auch noch machen kann, es gibt noch einen Vulkan, der hier in der Nähe ist, der Santa Ana, und den gucken wir uns natürlich morgen an. Buenos dias, für uns geht es heute auf den Vulkan Santa Ana, den höchsten Vulkan hier in El Salvador. Dafür kann man einfach den öffentlichen Bus nehmen nach Cerro Verde. Wir verlinken mal die genaue Location, wo der Bus abfährt in Santa Ana, auf unserem Blog. Es dauert ungefähr 2 Stunden und da, wo man ankommt, bezahlt man dann die Guides. Die kosten $3 pro Person. Danach wandert man kurz zum Parkeingang. Das kostet dann nochmal $6 pro Person, aber die Gruppe zerläuft sich dann mit der Zeit und ja, dann geht es jetzt mal hoch auf den Gipfel. Wir sind jetzt zurück in Santa Ana nach unserer Wanderung, die ziemlich cool war. Wir haben so ungefähr 1,5 Stunden auf den Gipfel gebraucht. Und ja, ich würde sagen, es war das perfekte Anstrengungslevel. Also jetzt kein langweiliger Spaziergang, aber auch keine super herausfordernde Wanderung. Und die Landschaft war total schön, sehr abwechslungsreich und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, der Gipfel des Santa Ana Vulkans liegt auf knapp 2400 Metern und in der Mitte ist ein Kratersee mit einer wirklich verrückten Farbe und man sieht auch so Schwefelschwaden aufsteigen und man riecht die auch.
Und das andere Coole, neben dem Kratersee selbst, ist der Umblick aufs Umland. Also einmal hat man eine schöne Sicht auf den Lago de Guatapeque, das ist der schönste See hier in El Salvador, und auf den Vulkan de Izalco, der sich da so schön in der Landschaft auftürmt. Also die Aussicht von oben war auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert gewesen. Was man allerdings beachten sollte beim Abstieg ist, dass die Busse nur sehr unregelmäßig fahren. Und zwar fährt ein Bus um 13 Uhr zurück nach Santa Ana und der nächste erst wieder um 16 Uhr. Wir haben den um 13 Uhr leider verpasst, aber im Endeffekt war es eigentlich gar nicht schlimm. Wir sind dann nämlich gehitchhiked, also per Anhalter zurückgefahren auf so 2 verschiedenen Pickups. Und ja, das hat ziemlich viel Spaß gemacht und so kamen wir auch wieder in die Stadt. Ja, jetzt ist es Zeit für uns, Santa Ana hinter uns zu lassen. Uns hat sehr, sehr gut gefallen hier. Es geht weiter nach Yuayua, was auf der Ruta de Flores liegt, und da sehen wir auf jeden Fall mal ein paar Wasserfälle. Wir sind jetzt in Huahua angekommen, was man wahrscheinlich nicht so ausspricht, aber auf jeden Fall ist es Teil der Ruta de Flores und die Ruta de Flores ist hier eine ganz bekannte Straße, die 5 Städtchen miteinander verbindet, die alle für sich schon sehenswert sein sollen, aber vor allem ist die Gegend bekannt für ganz viele Kaffeeplantagen und die Straße heißt so, weil da viele Wildblumen am Straßenrand wohl wachsen. Das ist jetzt aber gerade nicht Saison, also die sieht man nur bis Februar. Ja, und wir erkunden jetzt heute erstmal ein bisschen hier das Städtchen. Wir waren jetzt eine Weile unterwegs in Huahua und wir sind total angetan. Also wir haben schon vorher gehört, dass es ein schönes Städtchen sein soll, aber es gefällt uns richtig gut. Es ist natürlich deutlich kleiner und dadurch auch ruhiger als Santa Ana, aber hat auch so ganz süße Ecken, viele schöne Häuser und Straßenzüge und auch wieder so einen zentralen Platz mit einer richtig coolen Kirche. Also da kann man sich auf jeden Fall eine Weile aufhalten. Und wir sind jetzt erstmal zurück hier in unserer Unterkunft. Wir haben hier so eine chillige Dachterrasse, wo einfach eine Palme steht, auf der Kokosnüsse wachsen. Und hier lassen wir jetzt den Nachmittag und Abend noch ausklingen. Und morgen geht es für uns dann früh raus, denn wir machen so eine Wasserfalltour. Und ja, darauf freuen wir uns schon sehr. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner, yes. So, ich glaube, man sieht es noch. Wir sind nämlich immer noch ganz nass. Wir sind jetzt gerade von der Tour zurückgekommen. Und ja, es hat mega viel Spaß gemacht und war auch auf jeden Fall noch abenteuerlicher als erwartet. Wir haben richtig schöne Wasserfälle gesehen, aber das Highlight war, dass wir uns auch einen Wasserfall hochgeseilt haben. Wir sind den hochgeklettert und dann mit einem Seil hoch. Und ja, es war ziemlich aufregend und ja, total cool. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn ihr mal hier in der Gegend seid, auf jeden Fall diese Tour machen. Ja, wir bewegen uns so in Richtung Hauptstadt von El Salvador nach San Salvador. Wir müssen dorthin, weil wir einen PCR-Test brauchen für die Einreise nach Nicaragua und die kann man hier in El Salvador nur in San Salvador machen. Ja, damit lassen wir uns die Ruta de Flores und Yuayua hinter uns, aber wir können ein sehr positives Fazit hier ziehen. Es hat uns sehr gut gefallen und ja, dann sehen wir uns in San Salvador wieder. Wir haben es nach San Salvador geschafft. Die Busfahrt habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen. Ich glaube, da gab es schon genug, aber es war relativ einfach. Wir sind von Yuayua einfach über Sansonate nach San Salvador gefahren. Das hat nicht mal $2 pro Person
Personen gekostet. Also Busfahren hier in El Salvador mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist wirklich leicht. Unser Hotel liegt ein bisschen weiter im Norden der Stadt, aber die 2 Bezirke, die man sich hier angucken sollte, ist auf jeden Fall San Benito und das historische Zentrum, und das machen wir jetzt mal. Wir haben uns jetzt San Benito und auch das historische Zentrum hier ein bisschen angeschaut und es sind 2 sehr, sehr unterschiedliche Viertel auf jeden Fall. Also San Benito soll eines der sichersten und schönsten Viertel sein und ja, man merkt aber auch, dass das auf jeden Fall ein reiches Viertel ist. Man sieht es an den Häusern, man sieht es an den Autos, vieles ist abgeschirmt, das ist schon schön und sauber, aber irgendwie hat es uns nicht so gut gefallen, weil es nicht so authentisch wirkt. Also es spiegelt, glaube ich, nicht so das normale Leben der meisten Menschen hier wieder. Ja, hier am Zentrum, am historischen Zentrum schon mehr. Hier ist auch ein großer Platz drumherum, die wichtigsten Gebäude, eine große Kathedrale, das Nationaltheater etc. Also wirklich beeindruckend und daneben liegt noch ein riesiger Markt, also wie man das sich so in Mittelamerika vorstellt. Ich denke mal, das steht schon eher stellvertretend für das Leben hier in San Salvador und in El Salvador. Uns hat es hier sehr, sehr gut gefallen, viel besser als in San Benito und wir haben keinen einzigen anderen Touristen gesehen. Also hier sind wirklich ultra viele Menschen und kein einziger anderer Tourist, aber die Leute sind super freundlich. Die fragen, ob wir ein Foto von ihnen machen können oder fragen, ob sie ein Foto von uns machen sollen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns in Salvador sehr sicher und sehr wohl gefühlt haben. Dazu wollen wir auch noch ein paar abschließende Worte finden, aber das machen wir an einem ruhigeren Platz. Kommen wir noch zum kleinen Fazit von El Salvador. Was uns besonders gut gefallen hat, ist, dass das Land halt sehr authentisch zu bereisen ist. Also manchmal entwickelt sich ja so ein bisschen eine Parallelgesellschaft zwischen Touristen und Einheimischen. Das ist halt in El Salvador überhaupt nicht der Fall. Man ist mitten im Leben. Man kann beispielsweise nicht wie in Guatemala auf Touristenshuttles zurückgreifen, sondern man ist mehr oder weniger darauf angewiesen, für die meisten Strecken einfach den öffentlichen Bus zu nehmen. Ja, was halt insgesamt ein sehr authentisches Reiseerlebnis ist und vor allem auch halt sehr günstig ist. Ja, aber das ist eigentlich auch das einzig Günstige. Also uns kam es insgesamt teurer vor als Guatemala. Vor allem die Unterkünfte. Wir wollten eigentlich gerne auch noch einen Stopp in der Küste in El Tunco einlegen, aber wir haben tatsächlich nichts in unserem Budget gefunden und das deswegen nicht machen können. Generell denken wir, dass es vielleicht am Dollar liegt, das ist ja die offizielle Währung. Man spürt auch den amerikanischen Einfluss sehr stark. Es gibt amerikanische Restaurantketten, es läuft amerikanische Musik und man merkt es auch an der Sprache, denn viele El Salvadorianer sprechen sehr gut Englisch. Wir würden aber trotzdem jedem empfehlen, der hier in Mittelamerika ist, El Salvador nicht zu skippen und einfach mal ein paar Tage zu verbringen und sich dann treiben zu lassen, zu schauen, wie es einem gefällt. Ich denke, man wird es nicht bereuen, so wie wir, und für uns geht es jetzt weiter nach Nicaragua. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Vor allem ist El Salvador, sag mal, bin ich dumm? Der höchste Vulkan hier in Guatemala. Wir haben uns jetzt Santa Ana ein bisschen angeschaut. Das ist die zweitwichtigste Stadt hier in Guatemala nach der Hauptstadt El Salvador. Jetzt nach El Salvador, in die Hauptstadt von San Salvador, weil wir nur... Das ist auch wieder falsch gewesen. Und wie fange ich an? Wie habe ich vorhin mal angefangen? Entlang und hangelt sich. Oder was soll ich denn sagen? Das Essen ist da. Ja, ich weiß. Ich habe keine Lust, allein zu laufen. Ja, ich komme sofort. Nein. Lauf! Wir haben den Shot 20 Mal gemacht. Buenos dias! Gleich startet unsere Wasserfalltour, hier die Siete Cascadas. Das ist eine Wanderung entlang von 7 Wasserfällen hier in der Nähe. Wir sind mal gespannt, wie es wird. Es kostet $15 pro Person. Auf jeden Fall wird es nass, deswegen bleibt auch die Kamera heute zu Hause. Nur jetzt ist da wirklich ein Kratersee drin mit einer... Ja, scheiß doch drauf. Was denn? Also, da sehen wir uns dann wieder. Oh Gott, das ist doch wieder so furchtbar.